551 Fragen zu den Demonstrationen gegen rechts. Sie haben es gesehen. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben? Haben Sie die noch alle? Also zum einen muss man sagen, wenn immer wieder gefragt wird, wer geht da eigentlich auf die Straße, wer steckt da dahinter? Menschen, die sich Sorgen um die Demokratie machen. Menschen, die sich fragen, in welchem Land wird eigentlich mein Kind mal aufwachsen. Menschen, die wollen, dass die Stabilität in unserem Land, die demokratische Stabilität gestärkt und nicht geschwächt wird. Und ich finde es schon faszinierend, dass die CDU und auch Friedrich Merz als zukünftiger Kanzler jetzt genau diese Menschen zum Feindbild erklärt. In einer Zeit, wo die Demokratie ja tatsächlich angegriffen ist von rechtsextremer Seite, wäre es so wichtig, dass man Bündnisse schmiedet zwischen denen in der Mitte der Gesellschaft, zwischen Mitte links, zwischen Mitte rechts und sagt, wir sind unterschiedlich in den Inhalten. Wir sind auch gerne bereit, miteinander in den demokratischen Wettstreit um die besten Ideen zu gehen. Dabei ziehen wir uns auch keine Samthandschuhe an. Aber wenn einer oder eine von uns von Rechtsextremen angegriffen wird, dann stehen wir alle zusammen. Friedrich Merz macht gerade das Gegenteil. Wir kennen das autoritäre Playbook aus vielen anderen Ländern. Er erklärt genau diese Zivilgesellschaft zum Feindbild, will sie aus der Mitte herausschieben. Und wenn das so weitergeht, dann wird er zum Kanzler der Spaltung. Haben Sie irgendeine Vorstellung oder Vermutung, was Friedrich Merz selber vermuten könnte, was ihn dazu bewogen hat, diese Anfrage zu stellen? Glauben Sie, dass er sich persönlich angegriffen fühlt durch diese Demonstration? Auf den Demonstrationen gab es ja auch eine klare Kritik an der Union und auch an den Christdemokraten insgesamt. Aber da muss ich sagen, Kritik muss man in einer Demokratie doch aushalten können. Protest muss man aushalten können. Friedlicher Protest, der sich auch mal gegen einen selbst richtet, das gehört in einer Demokratie dazu. Deshalb anzufangen, Zivilgesellschaft zu schikanieren, einzuschüchtern. Und auch das sehe ich hier einen Einschüchterungsversuch, ein Signal, übertretet mal nicht hier die Grenze der Kritik, sonst wird man euch an den Kragen gehen. Das geht einfach nicht. Ich finde, als Kanzler eines Landes wie Deutschland, als Kanzler einer Demokratie, sollte man mit friedlichem Protest und mit friedlicher Kritik leben können. Diese Anfrage bezieht sich ja auch konkret auf die Arbeit von NGOs. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendeinen Grund zur Kritik oder ist das alles in Ordnung, was da passiert? Also dass diese NGOs Kritik üben, dass sie auch auf Protesten sichtbar sind, dass sie sich klar gegen einen Zusammenhang mit der AfD stellen, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und ich weiß nicht, warum man sie dafür angreifen sollte. Ganz im Gegenteil, ich glaube, in Zeiten, wo 20% Rechtsextreme hier im deutschen Parlament sitzen, wäre es eigentlich an der Aufgabe aller Demokraten, gemeinsam die Zivilgesellschaft zu schützen und zu unterstützen, indem man zum Beispiel das Gemeinnützigkeitsrecht reformiert und dafür sorgt, dass sie finanziell sich nicht von einem Jahr zum nächsten hangeln müssen, sondern dauerhaft abgesichert werden. Das werden wir auf jeden Fall tun.